Ich glaube, als halt Erziehungspfleger kannst du da, weiß ich nicht, wesentlich mehr verdienen, irgendwas so mit die beste Version deines Selbst zu sein, damit die Leute da auch hinaufgucken können Mhm. und sich selbst an erster Stelle zu stellen, um das Beste für deine Umgebung zu haben. Kommt drauf an, in welchem Bereich du es machen möchtest, ne? Ob du jetzt im Kindergarten, Altenpflege, ambulante Pflege oder irgendwie was mit Leuten mit Einschränkungen da machen möchtest. So, dann legen wir jetzt los mit dem Kurzformat. Wie werde ich Integrationshelfer? Zack, zack, in unter 10 Minuten. Stell dich nochmal kurz den Leuten vor, für die jetzt die anderen Teile noch nicht gesehen haben werden von dir. Pascal Metzler, Künstler, Designer. Ende. Ende im Gelände. Ja. Genau, weil heute geht es dann ja um die Thematik, in unter 10 Minuten nochmal die wichtigsten Fragen zu beantworten. Deswegen legen wir direkt los. Die erste: Welche Voraussetzungen wird man denn da so benötigen, auch charakterlich, um eben halt Integrationshelfer zu können? So charakterlich würde ich auf jeden Fall sagen, Empathie ist ganz, ganz groß. Auch so eine gewisse Selbstständigkeit, weil wenn du dich selber nicht irgendwie managen kannst, dann wird das da halt auch ein bisschen schwierig, das demjenigen dann beizubringen oder irgendwie vorzuleben. Schulisch gesehen brauchst du noch nicht mal eigentlich einen Abschluss für. Für die schulische Ausbildung reicht Hauptschulabschluss nach Klasse 9. Ich glaube, du könntest auch ohne Abschluss da rein. Also es geht irgendwie mit allem. Da musst du dir keine Sorgen machen. Mhm. No. Und das wäre vielleicht noch kurz zu erwähnen, weil das im langen Interview erwähnt wurde, man braucht eigentlich auch gar keine Ausbildung, um den Job Genau, man braucht auszuüben. keine Ausbildung, muss eigentlich nur zum Arbeitgeber gehen, zur Stiftung sind es meistens. Und Ja. dann kannst du dich einfach da anmelden und dann kannst du einfach irgendwo anfangen. Genau. Dann kriegst du meistens einen leichten Fall, aber Quasi das Weirde ist, dass es aber trotzdem eine Ausbildung gibt, ja, genau. obwohl man Ja. keine benötigt. Aber im ausführlichen Interview wird da dann nochmal ein bisschen Aber detaillierter. eigentlich wäre es schon nicht schlecht, wenn du eine Ausbildung oder eine Ja. Ahnung davon gebrieft wirst, weißt Ja. du? Das Briefing dauert halt dann nur 2 Jahre oder ein Jahr. Geil. Dann, wie sehen denn so die Aufgaben quasi grob aus? Ja, also es kommt darauf an, in welchem Bereich du es machen möchtest. Ne? Ob du jetzt im Kindergarten, Altenpflege, ambulante Pflege oder irgendwie was mit Leuten mit Einschränkungen da machen möchtest. Ich habe mich für die behinderten Leute entschieden und ich war in der Schule tätig, heißt, für mich war ganz normaler Schulalltag. Ja. Ne? Morgens aufstehen, pünktlich im Unterricht sein, Materialien dabei haben, einräumen, aufräumen, mitmachen. Okay, ich muss jetzt keine Hausaufgaben machen. Ja. Und hatte Ferien, ja. Aber das war dann quasi schon meine Aufgaben in dem Bereich. Es ist einfach immer von Klient oder von Kind zu Kind Sehr, sehr individuell. Ne? sehr, sehr individuell, ja. Ja. Das bespricht man aber auch vorher, was man sich vorstellen kann und was nicht. So, ich habe gesagt, okay, ich möchte keine Kindergartenkinder haben, ich möchte irgendwie schon ein Kind haben, mit dem ich reden kann. Mhm. Das war mir Ja. wichtig. Anstatt zu sagen, du darfst das nicht, du darfst das nicht, sondern weißt du, warum du das nicht darfst? Aus den und den Gründen. Und das auch versteht. Das war mir wichtig. Also Ja, sehr kommt immer gut. drauf an, was man machen möchte. Ja, dann kommen wir schon zum Thema Verdienst. Wie sieht das aus? Verdienst, ja, das ist, glaube ich, so eine Range. Je nach Arbeitgeber bezahlen die unterschiedlichen Stundenlohn, je nach Qualifikation unterschiedlichen Stundenlohn. Ich glaube, als halt Erziehungspfleger kannst du da, weiß ich nicht, wesentlich mehr verdienen, irgendwas so mit 1,6 oder 1,8, wenn ich mich nicht irre. Netto, muss man immer noch dazu Genau, sagen. netto. Ja. Ne? Aber wenn du jetzt einfach so ungelernt bist, dann rechnest du mit deinen 800 bis 1200 Euro. So in der Preisrange, je nachdem, Ja. wie gut du bist. Verhandeln geht da leider nicht so gut, weil das alles tariflich geregelt ist. Also wenn du am liebsten wissen möchtest, wie viel du verdienst, kannst du einfach Internet googeln und nach Liste berechnen, wie viel du pro Stunde bekommen würdest. Ja. Also, was man auf jeden Fall raushört, jetzt nicht die Genau. Welt, die man da verdient, aber Nee. ja, da soll sich jeder sein eigenes Bild drüber machen. Genau. Arbeitszeiten, wie waren die dann? Klar, in deinem Fall jetzt dann geregelter. Genau, meine waren halt schulische Arbeitszeiten. Ne, so pur Schule, 8 Uhr bis 16 Uhr. Mhm. Manche haben aber noch Therapie oder Sportvereine, die man dann mit Absprache auch noch regeln kann. Man hat einen Zeitvertrag, also die Stunden halt. Mhm. Bei mir waren es, glaube ich, weiß ich nicht,
36 Stunden, die ich dann quasi bezahlt bekommen habe und dementsprechend war noch meine Arbeitszeiten so. Ja. Ja. Was aus deiner Tätigkeit hat dich geprägt? Kannst du da was erzählen? Am meisten geprägt würde ich wirklich sagen, das Ende. Ich gehe als Vorbildsfunktion da rein, also muss ich halt auch irgendwo ein Vorbild sein. Ich muss die beste Version meines Selbst sein, weil letzten Endes gucken die Kinder sich genau das von dir ab. Ich weiß nicht, ob ich Elternschaft nachvollziehen kann dadurch, aber ich glaube, so ein bisschen kann ich es dadurch nachvollziehen, wie es ist, ein Kind zu haben, auch wenn es nicht dein eigenes Blut ist. Aber die beste Version deines Selbst zu sein, damit die Leute da auch hinaufgucken können und sich selbst an erster Stelle zu stellen, um das Beste für deine Umgebung zu haben. Ja. Das habe ich, glaube ich, so mitgenommen, was manchmal leider immer noch untergeht, aber aber ja, das war so die wertvollste Lektion, glaube ich, aus allen 4 Jahren. Krass. Ja. Ja, dann nochmal zu guter Letzt, wen kannst du es denn so empfehlen? Empfehlen könnte ich das auf jeden Fall. Alle Leute, die irgendwie gerade versuchen, irgendwie ein bisschen Fuß zu fassen und noch nicht so genau wissen, wohin es geht, irgendwas Soziales zu machen, ist nie verkehrt, denke ich. Also sei es jetzt, egal in welche Einrichtung, viele machen ja auch FSJ oder sowas, ne? Genau. Also es ist eigentlich immer sowas gut, nur du wirst da halt ein bisschen besser bezahlt mit. Studenten kann ich auch, so gerade für Studenten, die pauken müssen, anstatt irgendwie was basteln, da kann man sich manchmal auch mal sich eine Stunde zurücknehmen und ein bisschen, weiß ich nicht, für die Uni lesen, in die Bücherei setzen oder einfach währenddessen was machen. Und was ich auch noch so heraus beobachtet habe, Leute, die kurz vorm Ruhestand sind oder Rentner oder sowas, den kann ich mir auch noch gut vorstellen. Aber das ist kein körperlich anstrengender Job. Ja. Also wenn, kann man ja auch den Klienten dann aussuchen. Und es geht gut über die Bühne, man hat was Gutes getan, man kriegt eine Wertschätzung wieder und man weiß, man hat was Gutes getan. Und man kann dann einfach gemütlich schlafen gehen und der nächste Tag, weißt du, der wird jetzt auch nicht dich aus den Socken hauen. Ja. Vielleicht der ein oder andere, aber dann hast du mal einen Tag so und dann ist das easy. Aber den 2 würde ich es empfehlen, Studenten und Leute, die der Pension nahe sind. Ja, top. Das war's schon mit dem kurzen Format. Ne? Dann verabschieden wir uns schon mal und ja, wenn ihr Gast werden möchtet, hier Platz nehmen möchtet, dann schreibt mir per E-Mail, die findet ihr in der Videobeschreibung, auch von Pascal, die ganzen Links in der Videobeschreibung auschecken und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Tschüss. Tschüss.